Hey zusammen, schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe hier meinen Kaffee und heute sprechen wir über den Besuch beim Hausarzt, also dem Hausarzt in den Niederlanden. Das ist ein Thema, das viele beschäftigt, gerade wenn man neu hier ist. Ja, total. Ich habe so viele Fragen bekommen, so nach dem Motto, wie macht man einen Termin? Was ist anders als in Deutschland oder in anderen Ländern? Also heute klären wir das ganz entspannt. Vielleicht kurz vorweg, Hausarzt ist einfach niederländisch für Hausarzt. Und es gibt auch die Hausarztenpost. Das ist die Stelle für abends und am Wochenende, also so eine Art Notdienst. Klingt kompliziert, ist es aber eigentlich nicht, wenn man es einmal kennt. Genau. Mein erster Eindruck war ehrlich gesagt sehr positiv. Ich fühlte mich gehört, der Arzt hat gut zugehört und viele Fragen gestellt. Und ich bekam sogar schnell eine Überweisung, also ein Papier für einen Termin beim Spezialisten. Bei mir war es die Hautärztin. Ah ja, Überweisung. Das Wort ist wichtig. Das ist das Dokument, damit man zu einem Facharzt gehen kann. Ohne das geht es oft nicht, weil der Hausarzt hier die erste Anlaufstelle ist, sozusagen der Gatekeeper. Manche finden das erstmal streng, ne? Weil man denkt, ich will direkt zum Spezialisten. Aber ich habe gemerkt, das spart Zeit und Geld und oft reicht der Hausarzt auch. Der schaut erst ruhig, ob etwas Einfaches hilft. Ich habe auf Reddit viele Berichte gelesen und viele sagen, man wird ernst genommen. Eine Person hatte ein Problem mit der Haut, bekam schnell eine Überweisung und das war dann echt beruhigend. Also, die Angst war gleich kleiner. Ja, ich kenne auch gute Geschichten, aber auch ein paar Frustmomente. Zum Beispiel Wartezeiten. Manchmal wartet man auf einen Termin, besonders wenn es nicht super dringend ist. Da hilft's, früh zu buchen. Absolut. Tipp Nummer eins: Früh buchen. Wenn du weißt, du brauchst eine Kontrolle oder ein Rezept, ruf eine Woche vorher an. Oder nutz, wenn es geht, das Online-Portal von der Praxis. Viele Praxen haben so ein Patientenportal. Und wenn es dringend ist, dann sag am Telefon ganz klar, es ist dringend, weil und dann den Grund. Die Assistentin macht oft eine erste Einschätzung. Das heißt, sie fragt, was los ist und entscheidet, ob du heute noch kommen sollst. Genau, das ist normal hier. Manche wundern sich und denken, warum fragt die Assistentin so viel? Aber das hilft, damit die Richtigen schnell drankommen. Wenn es gar nicht geht, gibt's eben die Hausarztenpost nach 17 Uhr und am Wochenende. Ich habe da mal angerufen an einem Sonntagabend. Ich hatte starke Rückenschmerzen, so richtig fies. Die Person am Telefon war ruhig, hat Fragen gestellt und ich konnte noch am gleichen Abend in die Praxis kommen. Das war echt gut organisiert. Krass, ja. Und wichtig, die Hausarztenpost ist für echte Dringlichkeit. Wenn es lebensbedrohlich ist, ruft man natürlich 112. Aber bei starken Schmerzen oder Fieber in der Nacht, Hausarztenpost. Das System ist eigentlich ziemlich klar. Sprache ist noch so ein Punkt. Viele Hausärzte sprechen Englisch, echt viele. Wenn dein Deutsch oder Niederländisch noch nicht so gut ist, sag's einfach. Oder nimm eine Freundin mit, die übersetzt. Hauptsache, keine Missverständnisse. Ja, voll. Ich sag am Anfang gerne, mein Niederländisch ist noch in Arbeit. Können wir Deutsch oder Englisch sprechen? Das klappt fast immer. Es geht ja darum, dass man sich sicher fühlt. Und Vorbereitung hilft. Ich schreibe mir vorher kurz eine Liste, seit wann habe ich die Beschwerden, wie stark sind die Schmerzen, gibt's Fieber und was habe ich schon probiert. Dann sag ich das in einfachen Sätzen. Ich mache das auch. Und ich sag, was ich mir wünsche, zum Beispiel eine Salbe testen oder eben eine Überweisung. Proaktiv sein, also selbst aktiv werden und klar fragen, hilft wirklich. Das meinen viele auf Reddit auch. Ja, und wenn du eine Überweisung willst, erklär freundlich warum. So Allah, ich habe das schon dreimal, es kommt immer wieder, ich mache mir Sorgen. Könnten wir über eine Überweisung sprechen? Oft klappt das dann. Es gibt aber Unterschiede zwischen Ländern, ne? Zum Beispiel in der Gynäkologie. Einige waren überrascht, dass es nicht sofort eine körperliche Untersuchung gibt. In den Niederlanden prüft man oft erst, braucht man das wirklich? Das war für mich auch neu. Ich dachte erst, hey, warum kein Ultraschall sofort? Aber die Ärztin erklärte, dass man Schritt für Schritt geht, nicht alles auf einmal. Und ehrlich, das war okay, ich fühlte mich trotzdem gut betreut. Wartezeiten sind halt ein Thema. Wenn du lange wartest, kannst du parallel auch andere Praxen fragen, ob sie früher einen Termin haben. Das ist nicht unhöflich, das ist schlau. Einfach kurz anrufen und freundlich bleiben. Genau, proaktiv sein heißt auch, mal nach Alternativen schauen. Oder die Praxis bitten, dich auf eine Warteliste zu setzen. Manchmal wird doch ein Termin frei. Und wenn es schlimmer wird, sag das sofort. Dann noch was zu Krankmeldungen, also auch die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. In den Niederlanden ist das anders. Der Hausarzt schreibt normalerweise keine Au. Das macht oft der Betriebsarzt, also der Firmenarzt. Ja, das war für mich erst komisch. Ich wollte eine Au und die Praxis meinte, dafür sind wir nicht zuständig. Ich dachte so,
Oh, okay, also sprech mit eurer Firma, die haben meist eine Regelung mit dem Betriebsarzt. Wenn du unsicher bist, frag einfach, wie läuft das hier mit Krankmeldung? Es ist echt keine dumme Frage. Viele Expats sind da verwirrt, das ist normal. Und die Praxen erklären das meistens freundlich. Ich habe auch gelesen, dass viele mit Stress zum Hausarzt gehen. Arbeit ist hier oft entspannt, sagen viele. Aber trotzdem gibt's Burnout. Das ist, wenn man total erschöpft ist, mental und körperlich. Da hilft Reden. Ja, und der Hausarzt kann dich dann, wenn nötig, zu einer Psychologin schicken. Oder es gibt in manchen Praxen eine Art Berater, so eine Unterstützung für mentale Gesundheit. Die heißt hier oft anders. Aber naja, das Prinzip ist klar. Der Stil hier ist generell viel sprechen, zusammen entscheiden. Es heißt oft, wir warten erst mal, wir beobachten. Viele nennen das Abwarten. Erst wenn es nötig ist, gibt's Antibiotika. Das finde ich eigentlich sinnvoll. Ah. Die. Das finde ich eigentlich sinnvoll. Das Antibiotika. Das heißt aus meinen Stellen. Jede, die 40 gibt aufdehen, hier kann man in das entschreiben. Und aufdehen, Manchmal will man aber schnell eine Lösung. Ich kenne das. Dann sage ich einfach ehrlich, ich bin beunruhigt, ich schlafe schlecht, ich brauche Klarheit. Und oft sagt der Hausarzt dann, okay, wir machen diesen Test oder ich schreibe die Überweisung. noch ein Tipp, nimm deinen Ausweis und deine Versicherungskarte mit. In den Niederlanden brauchst du die eigentlich immer in der Praxis. Und frag ruhig nach Kosten, wenn du etwas nicht weißt. Lieber einmal mehr fragen. Kleines Wort, das hier oft kommt, Eigenrisiko. Das ist der Eigenanteil bei der Versicherung pro Jahr. Das kann kosten, wenn du Untersuchungen hast. Wenn dir das Wort neu ist, frag in der Praxis nach einer einfachen Erklärung. Und wenn du nervös bist vor dem Termin, atme kurz durch, schreib dir die wichtigsten 2 Fragen auf. Zum Beispiel, was ist es wahrscheinlich? Was kann ich jetzt konkret tun? So gehst du mit einem Plan raus. Ich mag auch, am Ende zu sagen, können Sie mir das kurz aufschreiben? Dann habe ich die Schritte auf Papier oder im Portal. Das hilft, weil man manchmal die Hälfte vergisst, wenn man draußen ist. Stimmt. Und wenn es sprachlich wackelt, bitte um einfache Sprache. Sag, können Sie das bitte einfach erklären? Das ist keine Schande. Ärzte sind daran gewöhnt. Noch was aus den Reddit-Erfahrungen. Viele loben die Effizienz. Man bekommt nicht immer sofort alles, aber es ist oft gut organisiert. Einmal sagte jemand, der Arzt rief sogar am nächsten Tag an und fragte, wie es geht. Das fand ich stark. Ja, solche Rückrufe hatte ich auch. Oder E-Rezepte direkt an die Apotheke, sehr praktisch. Und bei Hautsachen, wie du meintest, da wird man ernst genommen. Ich bekam schnell eine Salbe und eine Überweisung, das war super klar. Es gibt natürlich auch Bürokratie, darüber klagen viele. Manchmal muss man erst dieses Formular und dann jenes Portal, kennen wir ja alle. Mein Tipp, frag, ob es eine Schritt-für-Schritt-Mail gibt, das spart Nerven. Wenn dir eine Antwort nicht reicht, bleib freundlich nachhakend. So, ich verstehe, danke. Und könnten wir auch Option B anschauen, falls er nicht hilft? Das ist höflich und zeigt, dass du mitdenkst. Und hey, hol die Unterstützung. Es gibt in vielen Städten Gruppen von Expats, die Erfahrung mit Praxen teilen. Frag nach Empfehlungen, welcher Hausarzt spricht gut Englisch oder Deutsch. Das macht den Start leichter. Ich würde auch sagen, lern 2, 3 Wörter Niederländisch, die helfen. Zum Beispiel Afspraak für Termin, Pein für Schmerz, Koorts für Fieber. Wenn du das sagst, nicken alle gleich und du fühlst dich sicherer. Genau. Und sag an der Rezeption einfach, ich heb een Afspraak, ich habe einen Termin. Das bricht das Eis. Und dann kann man locker auf Deutsch oder Englisch weiterreden, je nachdem. Bei wirklich akuten Sachen sag klar die Zahl von 1 bis 10, wie stark der Schmerz ist. Und sag, ob du zum Beispiel nicht gehen kannst oder kaum schlafen kannst. Das zeigt, wie dringend es ist. Noch ein Punkt, wenn du schon Medikamente nimmst, bring eine Liste mit. Name, Dosis, wie oft. Oder nimm die Packung mit. Das macht alles einfacher und schneller. Ich hatte einmal das Gefühl, nicht ganz ernst genommen zu werden. Ich war unsicher und habe dann direkt gesagt, ich mache mir Sorgen, weil meine Mutter das auch hat. Danach hat der Arzt anders reagiert und mir erklärt. Ehrlich sein hilft. Ja, total. Ich hatte mal eine verstopfte Nase, nix Großes, und wollte direkt Antibiotika. Der Arzt meinte, nee, das ist viral, also ein Virus. Erstmal Ruhe, Tee, Nasenspray. 2 Tage später war es besser. Da habe ich gelernt, nicht zu früh zu stark schießen. Wenn's gar nicht besser wird, geh wieder hin. Das ist voll okay. Sag einfach, es hilft noch nicht. Können wir den nächsten Schritt machen? Das ist ja genau die Idee, Schritt für Schritt.
Und sag auch, wenn du Angst vor einer Untersuchung hast. Dann geht alles langsamer mit der Klärung. Viele Ärzte hier nehmen sich die Zeit, habe ich gemerkt. Kurze Fragen, klare Antworten, das passt. Was ich schön finde, man fühlt sich oft respektiert. Kein Druck, kein Stress. Man spricht in Ruhe. Das ist viel wert, gerade wenn man unsicher ist, weil man in einem neuen System ist. Gleichzeitig, klar, die Wartezeit nervt manchmal. Aber ich denke mir, lieber 10 Minuten länger warten und dann in Ruhe sprechen, als zack, zack und wieder raus. Qualität vor Tempo, so in etwa. Und wenn ihr jetzt gerade umgezogen seid, meldet euch früh bei einer Praxis an. Manchmal nehmen Praxen keine neuen Leute mehr, dann einfach die nächste probieren. Mit Postleitzahl suchen hilft oft. Genau. Und wenn du einmal angemeldet bist, frag nach dem Patientenportal. Da stehen oft Laborwerte, Rezepte und Nachrichten drin. Dann musst du nicht für jede Kleinigkeit anrufen. Ich hatte neulich einen Online-Check-in, sehr praktisch. Kurz Symptome anklicken, dann kam eine Nachricht von der Praxis. Das spart Zeit und ich fühlte mich gut vorbereitet für den Termin. Zum Thema Kultur. In den Niederlanden reden Ärzte und Patienten oft auf Augenhöhe. Also kein großes hier, eher Teamgefühl. Wenn du das magst, sag klar, was du brauchst. Das wird ernst genommen. Und wenn du mal unzufrieden bist, kannst du höflich um einen anderen Arzt in der gleichen Praxis bitten. Oder du wechselst die Praxis, wenn es gar nicht passt. Besser wechseln als still ärgern. Ich würde zum Schluss nochmal die 3 wichtigsten Tipps nennen. Früh buchen, klar kommunizieren und proaktiv sein. Also wirklich sagen, was los ist und was du brauchst. Dann läuft es meistens. Und nicht vergessen, Hausarztpost für abends und Wochenende, 120 bei echten Notfällen. Sprache ansprechen, keine Scham. Und eine kleine Liste mit Symptomen ist Gold wert. Wenn ihr Erfahrungen habt, gute oder auch schwierige, schreibt sie uns gern. Das hilft anderen super viel. Und vielleicht lernen wir auch noch was Neues. Voll gerne. Und wenn euch diese Folge geholfen hat, drückt auf Like und abonniert unseren Kanal. So verpasst ihr auch die nächsten Tipps nicht. Danke, dass ihr dabei wart. Dann sagen wir, bleibt gesund und wenn's zwickt, wisst ihr jetzt, wie der Besuch beim Hausarzt läuft. Bis zum nächsten Mal und schönen Tag euch.